Schrill, bunt, extrovertiert, Schweizer Mode auf dem Laufsteg. Doch interessiert Made in Switzerland auch außerhalb der Szene? Können Designer von ihren Kreationen leben? Diese Lederlooks vom Label Ivy haben Erfolg. Herkunft der Kreationen: ein Zürcher Atelier. Die Lederaccessoires von Yvonne Reichmuth sind längst auch über die Schweiz hinaus gefragt. Dank guter Vermarktung. Eine Fähigkeit, die für den Durchbruch zwingend ist. Ich glaube schon. Es ist oft auch so eine Charaktersache. Also ich glaube, viele Kreative machen es in erster Linie, weil sie einfach gerne kreativ sind. Oder bei mir auch, weil ich einfach das Handwerk geliebt habe und das machen wollte. Und dann ist es wie noch mal ganz eine andere Geschichte, wenn man dann herstehen und schauen, dass das die Leute überhaupt mitbekommen. Weil es bringt nichts, wenn ich da unten etwas Schönes mache und niemand erfährt es und niemand kauft es. Und ja, dann kann man irgendwann wieder schließen. Made in Switzerland. Auch internationale Stars tragen die Lederaccessoires vom Label Ivy. Unter anderem Taylor Swift und Janet Jackson. Werbung, welche die Designerin auf Social Media zu vermarkten weiß. Oft wird ihr gesagt, dass der Erfolg dank den Stars ja einfach ist. Ich muss immer lachen und denke für mich, das ist keine Ahnung. Ja, also einfach ist es nicht wegen dem. Man kann sich nicht zurücklehnen wegen dem. Es ist natürlich schön und ich schätze es und freue mich daran. Aber garantiert ist wegen dem nicht. Ein Grund, jeden Erfolg zu feiern. Für jede Berühmtheit, die ihre Kreationen trägt, knallen die Korken. Doch die Realität auf dem Schweizer Markt ist eher ernüchternd. Für viele Modeboutiquen geht das Geschäft mit Schweizer Mode nicht auf. Esther Miriam de Boer ist mit ihrem Laden mit ausschließlich Schweizer Mode gescheitert. Ein Grund? Der Produktionsablauf. Oft hat das kleine Bestellvolumen verheerende Folgen fürs Geschäft. Viele Schweizer Labels haben ganz kleine Mengen und die müssen noch immer produziert werden. In der Regel im Ausland, weil wir praktisch keine Produktionsstätten mehr in der Schweiz haben. Und die kommen als Lückenbüsser zwischen grösseren Labels rein und werden natürlich nach hinten geschoben, wenn grosse Aufträge anstehen. Und das führt hier und da dazu, dass ein Label, das eigentlich auf den August liefern wollte, erst im November mit der Herbstkollektion kommt. Und das ist tödlich für das Geschäft. Das haben wir ein paar Mal erlebt. Einen erfolgreichen Modeverkauf können auch die Designer beeinflussen. Für die langjährige Modeboutique-Besitzerin liegt in diesem Segment noch klar Optimierungspotenzial. Sich selber verkaufen oder der Brand verkaufen, dort habe ich das Gefühl, dass die Schweizer einfach nicht die Nase vorn haben. Doch ist die extravagante Laufstegmode kaum alltagstauglich. Ist dies nicht hinderlich für das Modegeschäft? Wir präsentieren die Mode vor allem einem Fachpublikum und das darf man auch ein bisschen gusseln und dann etwas zeigen. Und wir reden von Showlooks und wir tun den Dialog, die Proposition eigentlich immer ein bisschen im Volume aufdrehen, dass es ein bisschen lauter daherkommt als das, was nachher schlussendlich auch im Laden landen kann. Damit ihre Mode auch Kundschaft findet, müssen Schweizer Designer strategisch vorgehen. Bin ich ein Designer, der total lokal arbeitet und mit dem happy bin? Oder habe ich viel mehr internationale Visionen, will ich auf Paris gehen, New York? Und das sind so wie die Entscheidung. Und nachher geht es darum, wirklich Durchhaltewillen zu haben, wirklich viel Geduld im Rucksack und nicht aufzugeben, nicht wirklich weitermachen, weil es ist eine taffe Sache, bis nachher wirklich mal der 5 lieber ein bisschen rollt. Die Schweizer Mode macht sich vor allem im Ausland bezahlbar. In der Schweiz hingegen harzt das Modegeschäft noch.